Super zum Muttertag, super zum Geburtstag oder einfach nur eine Sonntagstorte. Hi meine Lieben, wir machen heute eine leckere Erdbeertorte. Man kann sagen, ist ähnlich wie eine Schwarzwälder Kirschtorte, nur halt mit Erdbeeren, also eine Erdbeer-Schwarzwälder Torte quasi. Ich finde, die kann man auch super jetzt zum Muttertag machen, Vatertag, Geburtstag, Sonntagskuchen. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal 4 Eier. Für ein super Ergebnis bitte die Eier nicht frisch aus dem Kühlschrank nehmen, Zimmertemperatur sollten sie schon haben. Am besten einen Abend vorher rausholen und ein paar Stunden vorher. Und die werden jetzt einmal weichschaumig aufgeschlagen, so circa 8 bis 10 Minuten mit der Küchenmaschine, mit dem Handrührgerät vielleicht noch etwas länger. Da füge ich jetzt noch ein bisschen Zucker hinzu, 120 Gramm genau. Den Backofen habe ich übrigens schon mal vorgeheizt auf 170 Grad Ober- und Unterhitze. So, wenn das Ganze dann weichschaumig aufgeschlagen worden ist und ihr seht, das Volumen hat sich auch deutlich verdoppelt, dann sieben wir 130 Gramm Mehl und 20 Gramm Backkakao hinein. Ganz wichtig, hineinsieben, da Backkakao schon mal so dicke Klümpchen hat. Und das wird jetzt nicht mehr mit dem Handrührgerät oder nicht mehr mit der Küchenmaschine eingerührt, sondern mit einem Teigschaber vorsichtig unterheben, zügig, aber trotzdem noch vorsichtig, dass ihr euch nicht die ganze Luft wieder rausrührt. Nur so lange, bis das Mehl untergehoben ist, und auch darauf achten, dass ihr zwischen den Luftblasen auch kein Mehl mehr drin habt. Nach kurzem Umrühren, seht ihr das hier hinten da unten? Da sind noch Mehlstückchen da drin. Das meine ich, dass das gerne sich in den Luftblasen versteckt. Das gebe ich jetzt in einer 24 cm Springform. Boden habe ich mit Backpapier ausgekleidet. Den Rand bitte nicht einfetten. Und das kommt, wie gesagt, in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 15 bis 20 Minuten. In der Zwischenzeit könnt ihr 300 Gramm Erdbeeren waschen, das Grüne entfernen und in kleine Stücke schneiden. Für die Creme brauche ich einmal 250 Gramm Mascarpone, sehr kalte Sahne. Übrigens, die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unter dem Video in der Beschreibung. 2 Esslöffel Zucker. Wer es sehr süß mag, kann dementsprechend etwas mehr fügen. Schmeckt das am besten im Nachhinein etwas ab. Und dann gebe ich noch 2 Päckchen Vanillezucker hinzu, Vanillinzucker, und 2 Päckchen Sahnefest. Und das Ganze wird jetzt so lange mit dem Handrührgerät cremig aufgeschlagen, bis das Ganze wieder fest ist. Wenn das Ganze wieder schön cremig geworden ist, entnehme ich mir jetzt einmal ungefähr die Hälfte. In der einen Hälfte gebe ich noch einen guten Esslöffel Erdbeermarmelade und die Erdbeerstückchen hinein. Vorsichtig unterheben. Und in der anderen Hälfte gebe ich 50 Gramm geraspelte Schokolade. Da könnt ihr Zartbitter nehmen oder Vollmilch oder auch sogar weiße Raspelschokolade. Das geht auch. Mein Tortenboden hat jetzt genau 18 Minuten gebraucht. Den habe ich jetzt einmal in der Mitte waagerecht durchgeschnitten. Ist schön saftig geworden. Also ich finde, diese einfachen Tortenböden sind so saftig und so fluffig.
Ihr braucht keine zusätzliche Tränke verwenden. Wer das gerne machen möchte, kann das gerne machen. Zum Beispiel noch mit Kirschwasser oder mit Erdbeermarmelade. Ich mache das jetzt ohne. Wie gesagt, den Tortenboden einmal waagerecht durchschneiden, dann einen Tortenrum legen und jetzt kommt erstmal die Erdbeerfüllung hinein. Und das wird jetzt einmal gleichmäßig verteilt. Wie gesagt, den Boden könnt ihr noch mit Erdbeermarmelade bestreichen oder auch mit Haselnusscreme, Nuss-Nougat-Creme, Erdbeersaft, was ihr gerade da habt oder wo euch gerade nach ist. So, das haben wir jetzt einmal gleichmäßig verteilt. Und jetzt kommt der zweite Boden oben drauf. Ganz vorsichtig, nicht, dass es euch kaputt geht. So, etwas andrücken. Und darauf geben wir jetzt unsere Stracciatella-Creme drauf. Ebenfalls gleichmäßig glatt drauf verteilen. Und das stelle ich dann für mindestens 2-3 Stunden in den Kühlschrank, bevor ich sie dann zu Ende dekoriere. So, 2 Stunden später habe ich den Tortenring entfernt. Sieht doch schon ganz toll aus. Jetzt geht es ans Fertigstellen der Torte. Dazu brauche ich jetzt erstmal Schlagsahne. Hier habe ich jetzt 200 Gramm Schlagsahne. Das wird jetzt aufgeschlagen und während dem Rühren gebe ich dann ein Päckchen Vanillezucker und ein Päckchen Sahnefest hinzu. Ich nehme mir jetzt etwas von der geschlagenen Sahne und gebe das am Rand, nicht zu viel, nur ein wenig. Und das muss jetzt auch nicht akkurat sein, dass ihr das zu dick machen müsst auch, nur ganz wenig. Ist quasi jetzt unser Kleber für die Schokoraspel. Als nächstes habe ich hier noch, wie gesagt, Schokoraspel und die kommen jetzt hier am Rand. Die werden jetzt einfach hier mit der Hand etwas angedrückt. Ihr könnt euch ja so eine Teigkarte zur Hilfe nehmen und die runtergefallen sind, die Schokoraspeln, einfach dann hochdrücken. Die restliche Sahne habe ich mir in einen Spritzbeutel gefüllt. Und als nächstes habe ich hier Erdbeeren. Das würde ich jetzt allerdings immer so kurz vorm Servieren machen. Oder falls ihr das einen Abend vorher macht, wenn ihr die Erdbeeren drauf macht, dann das Ganze mit Tortenguss noch ein bisschen einpinseln, damit die Erdbeeren nicht zu schnell matt werden. Ich habe mir jetzt entschieden, dass ich die mir hier so in die Mitte so ein bisschen reinlege, am Rand ein bisschen freilassen. Da gebe ich dann die Sahnetupfen dazu. Ich lege mir das jetzt hier so drauf. Ihr könnt aber auch die ganze Torte mit Erdbeerscheiben belegen und dann, wie gesagt, nochmal mit Tortenguss dann übergießen. Da meine Torte aber jetzt, in 2-3 Stunden verzehrt wird, brauche ich das jetzt nicht. Hier gebe ich noch meine Sahnetupfen drauf. Und so sieht dann die fertige Erdbeertorte aus. Ganz einfach, ganz easy. Super zum Muttertag, super zum Geburtstag oder einfach nur eine Sonntagstorte.
Und jetzt gibt es noch für euch schnell den Anschnitt. Da, da, da. So lecker, so saftig, fluffiger Boden mit nur ganz wenig Zutaten. Leckere frische Erdbeeren und Schokoraspeln. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Freue mich, wenn ihr einen Daumen nach oben hinterlässt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.